Was wäre, wenn dein Zuhause plötzlich verschwinden sollte? Wenn dein Dorf, in dem du aufgewachsen bist, eines Tages nicht mehr existiert? Kainberg ist ein Ort, der genau das erlebt hat. Einst ein lebendiges Dorf mit einer langen Geschichte. Heute eine Gemeinde, die um ihre Zukunft kämpft. Verlassene Häuser, leere Straßen und doch ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Was ist hier passiert und was wird aus Kainberg? Wir nehmen dich mit auf eine Erkundung durch einen Ort, der zwischen Vergangenheit und Zukunft steht. So ihr Lieben, wir sind jetzt vor Ort und sind natürlich mit dem Gurten Jirka unterwegs. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal um, was wir hier so zu sehen bekommen. Das fühlt sich wirklich so an wie nach so einer Apokalypse, ne? Wir laufen jetzt hier so lang. Die Häuser sind alle verbarrikadiert, dass man da nicht mehr reinkommen kann. Es wohnt niemand mehr hier. Dort drüben sehe ich auf jeden Fall jetzt 2 Autos. Also wirklich Respekt an die Leute, die hier geblieben sind, beziehungsweise die Leute, die vielleicht auch wieder zurückgekommen sind, zurück in ihre Heimat, die jetzt einfach komplett anders ist, ja, wie noch vielleicht vor 10 Jahren oder so, ne? Das Video ist übrigens schon der 3. Teil unserer Reihe. Wir waren nämlich auch schon in anderen Orten gewesen, wie zum Beispiel Mannheim, ein Ort, der ja jetzt Stand 2025 gar nicht mehr besuchbar ist, da der Ort komplett weichen muss, wird nur die Kirche da bleiben. Wir packen euch mal die Playlist zu allen Videos dieser Reihe unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal nach diesem Video euch die anderen Videos der Reihe anschauen. Kainberg ist ein Dorf mit Wurzeln, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Über Jahrhunderte prägte Landwirtschaft und das dörfliche Leben die Gemeinschaft. Doch im 20. Jahrhundert sollte sich alles ändern. Der Tagebau Garzweiler, ein riesiges Braunkohletagebaugebiet, fraß sich immer weiter in die Landschaft und rückte näher an Kainberg heran. Für die Menschen hier bedeutet das eine existenzielle Bedrohung, denn der Tagebau verschlingt nicht nur die Natur, sondern auch ganze Dörfer. Bereits in den 1980er Jahren wurde klar, dass Kainberg dem Tagebau weichen sollte. Die Bewohner mussten sich mit der Vorstellung anfreunden, ihre Heimat zu verlieren. Es begann eine Zeit der Ungewissheit, des Wartens und der Angst vor dem, was kommen würde. So, auf der rechten Seite von mir aus gesehen befindet sich jetzt gerade offenbar ein Kindergarten mit einem Kinderspielplatz und das sieht so trostlos einfach aus, ne? Der Kindergarten wurde schon mit USB-Platten zugemacht, der Spielplatz verkommt total und das ist einfach krass, oder? Schaut euch jetzt mal das Gebäude von vorne an. Jirka hat gerade noch mal nachgefragt, meint ihr, das ist wirklich ein Kindergarten? So meint man es auch wirklich fast gar nicht mehr. Platten vor den Fenstern, aber dieser Spielplatz, ich würde mal sagen, der verrät auf jeden Fall, dass es hier eine Kindereinrichtung war. Aber siehst du das hier an den Fenstern, hinter den Fenstern? Wahrscheinlich kann man es auf der Kamera nicht so sehen, aber da wird es zugemauert, ne? Haben sie schon versucht reinzukommen. Hier haben sie auch die Tür aufgebrochen. Hier kannst du noch so ein bisschen reingucken, wenn du möchtest. Man sieht auf jeden Fall 2019 der letzte Besuch gewesen. Wenn man jetzt so reinguckt, sieht man auf jeden Fall, finde ich, das sieht aus wie so eine Kindereinrichtung. Kindertagesstätte, Kindergarten, irgendwie sowas. Oben auf jeden Fall schön hell. Das Dach ist nämlich teilweise mit Glas. Das macht das Ganze, finde ich, noch ein bisschen freundlicher, aber leider können wir nicht wirklich viel erkennen. Aber ich finde auch, es sieht wirklich aus wie so ein Kindergarten, ne? Ja, also ich weiß nicht warum, wenn man in so einen Kindergarten reinkommt oder sich einen Kindergarten vorstellen müsste, dann sieht er genau so aus. Auch hier wurde natürlich auch alles wieder zugemacht. Da hinten an der Glasfassade wurde auch alles zugemauert. Die offizielle Umsiedlung von Kainberg begann im Jahr 2016. RWE bot den Bewohnern neue Häuser im rund 8 Kilometer entfernten Kainberg neu an. Doch nicht alle waren bereit, ihre Heimat aufzugeben. Während einige die Umsiedlung als Chance sahen, ein neues Leben in einem modernen Ort aufzubauen, empfanden viele sie als erzwungenen Abschied von ihrem Zuhause und ihrer Geschichte. Nach und nach verödeten ganze Straßenzüge. Gärten verwilderten. Viele der alten Häuser sollten abgerissen werden. Die Zukunft des Dorfes schien besiegelt. Die sozialen Strukturen zerbrachen, Nachbarschaften lösten sich auf und für viele der ehemaligen Bewohner war der Verlust ihrer Heimat ein emotionaler Einschnitt. Doch während die ersten Bewohner auszogen, begann sich Widerstand zu regen. Umweltaktivisten und Anwohner kämpften Seite an Seite gegen die Zerstörung des Dorfes. Protestcamps entstanden, Mahnwachen wurden abgehalten und Kainberg wurde zu einem der bekanntesten Symbole gegen die Braunkohleindustrie. Die Aktivisten errichteten Baumhäuser und Blockaden.
organisierten Demonstrationen und machten den Kampf um Cayenberg bundesweit bekannt. Sie argumentierten nicht nur mit dem Erhalt des Dorfes, sondern auch mit der Notwendigkeit eines schnellen Ausstiegs aus der klimaschädlichen Braunkohleförderung. Ihr unermüdlicher Einsatz trug dazu bei, dass die Öffentlichkeit und schließlich auch die Politik umdachten. Dann 2022 kam die unerwartete Wende. Der vorgezogene Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen bedeutete, dass Cayenberg doch nicht abgebaggert wird. Während andere Dörfer bereits dem Erdboden gleichgemacht wurden, blieb Cayenberg bestehen. Doch die Freude war gedämpft, denn das Dorf war bereits halb verlassen. Viele Gebäude standen leer und die Infrastruktur war stark zurückgefahren. Die Rettung kam spät, für viele zu spät. Ein Großteil der ehemaligen Einwohner hatte sich bereits ein neues Leben aufgebaut. Doch ohne die hartnäckigen Proteste der Umweltaktivisten und der verbliebenen Anwohner wäre dieser Wendepunkt wohl nie erreicht worden. Ja, das Schild sagt wirklich viel aus, ne? Ist eigentlich traurig, dass man heutzutage sowas aufhängen muss. Ne? Natürlich ist hier dieser Ort super in der Presse publik geworden und ja, von vielen Teilen des Landes sind Menschen hier hingekommen, um sich diesen Ort anzuschauen. Hatten wir im Vorfeld auch mitbekommen, aber man sollte halt schon auf den Fußwegen bleiben, ne? Und jetzt nicht so respektlos mit dem Ganzen hier umgehen. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele Bewohner sehr genervt sind von Leuten mit Kameras. Wir waren ja gerade in einem Weg gewesen, den wir uns eigentlich anschauen wollten. Da haben wir aber gerade abgebrochen, weil auf dem Weg standen dann nachher Passanten. Und da haben wir uns gedacht, komm, was sollen wir da jetzt mit unseren Kameras vorbeilatschen und die mit den Kameras triggern. Gibt hier noch genug zu entdecken, sich anzuschauen, ohne halt irgendwelche Anwohner groß zu nerven, ne? Also wenn ihr euch das Ganze auch anschauen wollt, habt auf jeden Fall Respekt und nervt nicht die Anwohner. So, wir wollen uns auf jeden Fall jetzt mal die Kirche anschauen. Da weiß ich nämlich gar nichts zum Stand der Dinge, ob die Kirche eigentlich schon entweiht wurde, ob die Kirche noch in Benutzung ist. Wir laufen einfach mal jetzt hin und gucken uns einfach mal den Stand der Dinge an. Bin gespannt. Hier ist so ein öffentlicher Aushang direkt an der Kirche. Und hier sieht man einen Grundstücksvormerkungsplan Erkelins Nord von Juni 2024. Okay, hier sieht man halt, welche Grundstücke, Ersatzgrundstück verkauft, Ersatzgrundstück vorgemerkt und Ersatzgrundstück frei. Also die grün sind, die sind noch frei. Die gelben, die sind vorgemerkt und die orangenen, die sind schon verkauft. Auch hier an der Stelle nochmal der Hinweis, Leitentscheidung September 2023. Der Erhalt von Cayenberg ist gesichert. Dieses Dorf ist immer noch bewohnt. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Familien, die hier leben. Und hier sieht man nochmal zum Thema Wiederaufbau. So eine Art Screenshot würde ich mal vermuten. Hier sieht man den Garzweiler Tagebau, der dann später mal ein See wird. Hier sieht man die Aussichtsplattform. Und hier sieht man offenbar, wie das Ganze geplant ist, wie das halt später aussehen soll. So, die Kirche ist zu, aber man sieht auf jeden Fall auf dem ersten Blick, dass mit der Kirchentür auf jeden Fall in einem richtig guten Zustand ist. Gar nicht vergleichbar wie zum Beispiel der Zustand der Kirche in Morschenich oder in Mannheim, wo wir waren. Das sieht echt noch gut aus hier. Die Heiligkreuzkirche, errichtet 1866 sowie 1912, 1913, ist ein besonderes Gebäude in Cayenberg. Seit ihrer Fertigstellung war sie ein fester Bestandteil des Dorflebens und hat unzählige Menschen in Freud und Leid begleitet. Am 28. November 2021 wurde die Kirche profaniert. Ein schmerzlicher Moment für die Dorfgemeinschaft. Heute steht sie immer noch als Baudenkmal. Ein Mahnmal für die Vergangenheit und ein Symbol der Hoffnung auf eine neue Zukunft. Ihre Glocken wurden bereits ausgebaut. Ob das historische Bauwerk wieder eine zentrale Rolle im Dorfleben spielen wird oder einer anderen Nutzung zugeführt wird, bleibt offen. So, wir laufen jetzt gerade einmal um die Kirche herum. Ist halt wieder so der krasse Kontrast. Da drüben war gerade ein Haus, das ist bewohnt. Vor mir ist jetzt ein Haus. Da sieht man sogar, dass die Eingänge mit Steinen zugemacht wurden, dass man da auf jeden Fall nicht mehr reinkommen kann. Zugemauert, genau. Also
Das ist wirklich ein heftiger Kontrast, ne? Eine entweihte Kirche, zugemauertes Haus und dort drüben wohnen halt Leute, ne? So, jetzt haben wir hier gerade eine Bäckerei gefunden. Da sind wir uns aber irgendwie nicht einig, ist die jetzt gerade geschlossen, weil einfach heute geschlossen ist, die Öffnungszeiten schon um sind. Hier macht jetzt gerade noch ein paar Drohnenaufnahmen und ich bin jetzt gerade am gucken. Ich dachte eigentlich hier in der Nähe von der Kirche müsste eigentlich auch der Friedhof sein. Den habe ich aber jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, hier würde ich vermuten, war vielleicht so ein Gemeinderaum gewesen. Und hier drüben ist schon ein großes Feld. Und vor mir, das sieht aus wie so ein Gehöft. Auch wirklich sehr, sehr schön und kameragesichert, wie ich gerade sehe. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ganze Besuch hier stimmt mich gerade wirklich wieder komplett nachdenklich. Der Ort ist so schön. Schaut euch mal an hier. Richtig schön ländlich. Man kann hier super schön spazieren gehen. Also ich glaube, hier hat man richtig, richtig gut früher gelebt. Ja, und dann plötzlich sollte man alles aufgeben wegen dem Braunkohleabbau, ne? Wahnsinn. Dann hat man sich wahrscheinlich dazu entschlossen, okay, komm, es gibt jetzt hier keine Aussicht mehr auf einen Verbleib. Wir ziehen jetzt um, wir packen unsere Sachen, wir lassen unser Zuhause zurück, wo wir halt so viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht die Vorfahren schon jahrzehntelang gewohnt haben. Man zieht um in das neue Örtchen und dann plötzlich heißt es, hey, ja, jetzt bleibt der Ort doch, ne? Und das, muss ich sagen, finde ich echt eine bodenlose Unverschämtheit. Wirklich. Ich finde es einfach sowas von frech, ne? Die Leute zu vergraulen. Und jetzt kommen wieder Leute um die Ecke und sagen, oh, die haben noch was ganz Neues bekommen, die wurden noch entschädigt. Geht doch nicht ums Geld, Leute. Es geht doch nicht immer ums Materielle. Es geht darum, dass hier Leute gelebt haben, dessen Vorfahren oder Eltern, Großeltern, keine Ahnung, wer nicht alles schon hier gelebt haben. In Generationen. Es hat was mit einer Bindung zu tun. Wenn ihr das nicht versteht, dann gut, ist es halt so. Es gibt halt Leute, die offenbar keinen Bezug zu ihrer Heimat haben. Aber es gibt auch genug Leute, die damit wirklich verbunden sind, die damit verwurzelt sind und ja, die hier gerne geblieben werden. Ne? Guck mal hier, Leute, das sieht ein bisschen aus wie so eine Gaststätte. Ich weiß nicht, ob das noch zu der Bäckerei gehört, die da vorne um die Ecke ist. Oder ob das tatsächlich so eine Gaststätte ist. Aber hier ist echt alles komplett verlassen. Und man sieht auch hier den Verfall. Das sieht schon echt extrem aus. Ne? Also es sieht wirklich so aus, als ob das wirklich schon so ja, seit Jahrzehnten leer stehen würde. Genauso wie hier. Wenn man sich das mal anguckt, ne, das sieht schon echt heftig aus. Und ich glaube, der Teil wird auch schon eingestürzt sein hier. Ich kann es nicht genau sehen von hier aus. Ich müsste mal mit einer Drohne mal rüberfliegen. Aber ich vermute, das wird da schon eingestürzt sein. Aber ich sag mal so, durch den Beschluss 2023 müsste sich ja jetzt hier schon wieder einiges ändern. Ne? Also zumindest in den kommenden Jahren kann man wirklich nur hoffen, dass hier neues Leben einzieht. Und ja, einfach das Leben so weitergeht, wie es vorher war. Ne? Zumindest einigermaßen. Hier vorne ist noch ein weiterer Bäcker. Grillrads Brotkorb. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein kleiner Tante-Emma-Laden von außen, finde ich eher. Aber hier sieht man auf jeden Fall, dass der Laden weiterhin geschlossen ist. Ist auf jeden Fall noch zugeschraubt. Und die letzte Segnung von dem Haus war im Jahr 2016. Also seit 2016 würde ich dann mal vermuten, ist das Ganze halt auch schon nicht mehr genutzt. Hier ist das nächste Haus, was auch verlassen ist offensichtlich. Das ist schon echt heftig, ehrlich. Da hinten auch nochmal ein Haus. Man sieht doch echt kaum Leute auf der Straße. Ist ja logisch, hier wohnt ja auch kaum noch einer. Ne? Es ist einfach komplett wie ausgestorben, also echt heftig. So Leute, das war offenbar mal die Schule gewesen. Und hier sehen wir auf den ersten Blick, Licht ist an. Dort drin befinden sich auch Personen. Und Container ist auch da am Start. Wir hatten gerade da drüben gesehen, da hängen Zettel. Das Ganze steht auf
mehreren Sprachen da, unter anderem Arabisch, was natürlich darauf schließen lässt, dass das Ganze hier als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Aber ich muss sagen, die Leute, die uns entgegengekommen sind hier aus der Unterkunft, die waren echt sehr nett, ne? Ja, das stimmt. Sehr nett gegrüßt, Ja. freundlich. So, jetzt wurden wir gerade von dem Sicherheitsdienst angesprochen. Ich wollte jetzt gerade noch eine Aufnahme machen. Da stand nämlich schön war's an der Wand. Ich habe jetzt mal eben schnell ein Foto von gemacht. Ja. Und wurden direkt gebeten, das Gelände zu verlassen. Da stand halt auch jetzt kein Schild. Nein, Betreten verboten. Es war auch jetzt nicht eingezäunt. Quatsch. Also, naja. Ja gut, haben wir natürlich gemacht. Ich durfte noch mein Foto machen und dann sind wir gegangen. Ist ja kein Problem. Heute ist Cainberg ein Ort des Wandels und der Gegensätze. Während einige Straßen und Plätze noch immer verlassen und teils baufällig sind, hat sich in anderen Teilen des Dorfes neues Leben entwickelt. Einige der alteingesessenen Bewohner sind zurückgekehrt oder haben sich entschlossen, in Cainberg zu bleiben und es wieder aufzubauen. Gleichzeitig haben sich neue Menschen in Cainberg angesiedelt, die das Potenzial des Ortes und seine besondere Geschichte zu schätzen wissen. Es gibt Initiativen und Projekte, die versuchen, das Dorf wieder zu beleben, neue Geschäfte anzusiedeln und die Infrastruktur zu verbessern. Die Zukunft von Cainberg ist jedoch weiter ungewiss. Es gibt verschiedene Vorstellungen darüber, wie das Dorf in Zukunft aussehen soll. Einige plädieren für den Erhalt des dörflichen Charakters und die Bewahrung der historischen Bausubstanz, während andere eine Modernisierung und eine Anpassung an die Bedürfnisse einer modernen Gesellschaft befürworten. So Leute, wie ihr seht, es wird langsam dunkel, heißt wir beenden das Video jetzt an dieser Stelle. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne noch ein Like da, schreibt weiter unten einen Kommentar und schaut euch gerne noch die Playlist an von den ganzen verlassenen Dörfern, die wir bereits besucht haben. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ciao, ciao. ciao.